Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es am Opel weiter. Ihr seht jetzt hier schon so ein kleines bisschen Teile. Zweimal habe ich sozusagen einen Zahnriemensatz bestellt, weil ich mir unsicher war, was jetzt der richtige für mein Fahrzeug ist. Zum einen habe ich dankenswerterweise die Information bekommen, dass scheinbar Continental von der Qualität nicht so gut sein soll. Und man hat mir SKF empfohlen, weshalb ich dann nochmal einen SKF-Satz gekauft habe. Also zuerst hatte ich den Conti-Satz gekauft und dann aber, wie gesagt, die Info bekommen, dass da wohl die Qualität nicht so geil ist und deswegen noch einen SKF-Satz gekauft. Dann habe ich einen neuen Keilrippenriemen. Also eigentliche Zielsetzung ist der Zahnriemenwechsel, denn der ist fällig, aber dafür muss bestimmt auch der Keilrippenriemen runter und bei der Gelegenheit werde ich den erneuern. Und außerdem ist es eh vorne dran, selbst wenn der Keilrippenriemen nicht runter müsste, würde ich den erneuern. Dann 2 neue Umlenkrollen für den Keilrippenriemen, beziehungsweise eines müsste, genau, das hier ist die Spannrolle, also sprich, das ist die Rolle, die eben auf den Spanner kommt oder auf den Spannarm für den Keilrippenriemen. Die habe ich neu, denn ich weiß nicht, ihr könnt euch ja vielleicht erinnern, als ich beim Audi den Keilrippenriemen gewechselt habe, da bin ich ja nicht an alle Spannrollen rangekommen, weil da hätte ich noch das Kühlerpaket abnehmen müssen. Das muss ich dann irgendwann anders machen. Da sind eh noch ein paar Ölundichtigkeiten. Das heißt, da muss ich noch mal hin. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, war eben beim Audi es auch so, dass die Spannrollen nicht mehr so gut aussahen. Da konnte ich allerdings nur die Spannrolle vom Keilrippenriemen Spanner tauschen und nicht die anderen Umlenkrollen. Hier habe ich jetzt noch eine weitere Umlenkrolle bestellt, die ich gefunden habe. Ich hoffe, die passen alle. Das werden wir dann sehen. Das Video wird sowieso über mehrere Episoden gehen. Das schaffe ich unmöglich alles an einem Tag. Dafür sind meine Timeslots, die ich unabhängig von meinem regulären Job habe, einfach immer zu kurz. Dann eine Wasserpumpe habe ich mir besorgt. Auch da hoffe ich auf das Beste, dass die dann passt. Auch da wieder, ich bin halt an der Ecke schon dran. Und dann habe ich mir gedacht, bei der Gelegenheit mache ich dann auch die Wasserpumpe entsprechend neu. Fühlt sich erstmal gut an. Ist auch ein neuer Dichtring dabei. Bedeutet, die wird nicht verklebt mit Silikon oder irgendeinem Käse, sondern da kommt einfach ein schöner Dichtring hin. Wie gesagt, wenn ich an der Ecke unterwegs bin, dann, weil ja Wasserpumpe sozusagen gewechselt wird, werde ich sicherlich auch Kühlflüssigkeit tauschen, beziehungsweise mache ich dann in dem Zug einfach. Und wenn ich Kühlflüssigkeit tausche, habe ich mir auch gleich einen neuen Ausgleichsbehälter bestellt. Aus dem einfachen Grund, der andere ist schon so vergilbt, da kann man den Füllstand gar nicht mehr so schön ablesen. Und auch da, jetzt bin ich da dran, ich muss das Kühlmittel eh wechseln, da kann ich auch den Behälter neu machen. So, dann zu den Zahnriemensätzen. Da sollte eigentlich alles dabei sein. Auch das werden wir dann erst später erfahren, wenn es konkret wird. Schön ist wieder so ein Aufkleber dabei, dass man sich das notieren kann, wobei ich mir das eh immer in meinem System digital notiere, welche Wartungsarbeiten ich an welchem Fahrzeug mache. Dann hier in der verschlossenen Box ist der Zahnriemen drin. Lassen wir jetzt mal noch zu. Und dann haben wir hier eben diverse Umlenkrollen, die eben auch beim Zahnriemen sozusagen in Verwendung finden. Das sehen wir dann, wenn ich den Deckel abgenommen habe, beziehungsweise wenn wir später mal einen Blick werfen in das Handbuch, in so ein Reparaturhandbuch. Dann, was ich super schön finde, sind neue Schrauben dabei. Denn ich hasse nichts mehr, als alte Schrauben wieder zu verwenden. Finde ich furchtbar. Dann natürlich die Haupteinheit vom Zahnriemen. Ne? Das ist ja auch die Spanneinheit. Da muss man das dann nachher entsprechend einstellen, damit die richtige Spannung am Zahnriemen vorherrscht. Das schauen wir uns dann aber alles an, wenn es eben konkret wird. Heute widmen wir uns jetzt erstmal oder vornehmlich dem Zerlegen vorne. Das heißt, dass wir überhaupt mal dahin kommen, wo sich der Zahnriemen und der Keilrippenriemen befindet. Jetzt haben wir gesehen, da waren auch Schrauben dabei. Jetzt schauen wir hier einmal noch parallel. Rein Interesse halber. Wir sehen, es ist hier optisch jetzt ein bisschen andere Materialien, die zum Einsatz kommen. Ansonsten kann ich jetzt auf den ersten Blick keinen großen Unterschied erkennen. Auch hier sind neue Schrauben dabei. Hier ist jetzt, glaube ich, nur eine Umlenkrolle. Ne, ist identisch. Auch wieder Schrauben mit diesem einen. Ne, ist identisch. Also die Komponenten scheinen die gleichen zu sein in beiden Kits. Hier ist auch wieder so ein Aufkleber. Sieht jetzt nicht ganz so schön aus, aber und der Keilriemen ist jetzt nicht extra verpackt. Aber ansonsten hätte ich gesagt, sind die Kits ziemlich ähnlich aufgebaut. Ich hoffe, eines der beiden Kits
wird dann nachher bei mir passen. So, und jetzt haben wir uns das hier alles angeschaut, was es an Teilen gibt. Wahrscheinlich, ihr kennt das ja schon bei mir, ich gucke zwar immer vorher relativ gewissenhaft, aber nachher ergibt sich dann oftmals noch, dass ich noch ein zusätzliches Teil brauche. Aber das lasse ich jetzt einfach auf mich zukommen. Jetzt werfen wir mal einen Blick in den Motorraum und schauen mal, wie viel wir abnehmen müssen und wo die einzelnen Komponenten sitzen. So, hier vorne ist jetzt der entsprechende Bereich, in dem ich aktiv werde. Wenn wir hier mal hingucken, also wir sehen hier, das ist die Verkleidung vom Zahnriemen. Und davor sehen wir auch, also das heißt, der Keilrippenriemen muss runter. Davor sehen wir auch, ich guck mal, wo kann ich da vorbeifilmen? Ich denke, jetzt seht ihr es. Da ist so eine Umlenkrolle vom Keilrippenriemen. Das heißt, der muss auf jeden Fall weg, um diese Verkleidung abzubekommen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wie sieht es denn mit der Drosselklappe hier aus? Könnte sein, dass ich da vielleicht auch den vorderen Teil der Drosselklappe abnehmen muss. Muss ich mal schauen, oder ob ich dann den Deckel, wenn ich den gelöst habe, nach unten wegbekomme. Ansonsten sieht das hier ziemlich globig aus. Ist mich auch ein bisschen irritiert, dass das hier so offen ist. Muss ich mich auch mal schlau machen, ob da vielleicht eine Abdeckung fehlt. Aber ich denke, der erste Ansatzpunkt wird jetzt sein, hier die ganze Verrohrung zu lösen. Hier ist irgend so eine Entlüftung fürs Kurbelgehäuse, gehe ich mal davon aus. Ja, ich hätte gesagt, damit fange ich mal an. Dann gucke ich mal, wie viel dann Platz ist, was hier unten noch alles kommt. Muss ich mich jetzt mal vorkämpfen. Ich packe euch in den Zeitraffer. Mal schauen, was da alles an Teilen weg muss und wie gut man dann da nachher hinkommt.
So, jetzt habe ich hier das Ding endlich rausbekommen, habt ihr ja im Zeitraffer gesehen. Außerdem habe ich Wasser abgelassen, hattet ihr ja hoffentlich auch im Zeitraffer gesehen. Dabei ist mir aufgefallen, die Flüssigkeit war sehr klar und das heißt, da hat jemand wohl vorher Wasser eingefüllt. Das zeigt sich jetzt hier auch schon. Hier war dieses Wasserrohr oder dieser Wasserschlauch im Weg. Diese ganze Ansaug, was auch immer das ist, diese komische Schlauchrohr, Riesenkabellage, die hier drin war, die kam halt nicht raus, weil die hat so einen Halter. Und dieser Halter, der ist hier unterhalb dieses Wasserschlauchs. Und hier hinten konnte ich sozusagen nicht weiter kippen, weil ja dann auch wieder Schläuche sind von der Klimaanlage und allem drum und dran. Das heißt, ich kann es eigentlich nur nach oben gerade rausziehen. Gerade rausziehen ging aber nicht, weil der Halter immer unter dem Schlauch geklemmt war. Und deswegen habe ich das Wasser abgelassen und dabei ist dann eben aufgefallen, man sieht das auch, das ist jetzt nicht die, sage ich mal, die Flüssigkeit vom Kühlerfrostschutz, sondern, ja, oder vielleicht Reste davon, aber auf jeden Fall war da nicht mehr das Richtige drin. Zum Wasserablassen gibt es ja unten die Ablassschraube, die habt ihr gesehen, und hier oben dann eben den Ausgleichsbehälter öffnen, damit eben, wie gesagt, das durchzirkulieren kann. Also hier oben Luft nachströmen, die dann das Wasser unten rausdrückt, wegen Gravitation und so. Ja, und das habe ich auch gar nicht gesehen, dass da nur Wasser drin ist, weil halt dieser Behälter so vergilbt ist. Also eine gute Sache, dass ich den tausche. Das, denke ich, werde ich heute noch machen in dem ersten Teil. Und hier haben wir jetzt noch einiges vor uns. Hier ist noch so eine Kabelhalterung, die muss ich wegbauen. Mit dieser Leitung hier bin ich mir unsicher. Erstens, was die macht. Zweitens, ob ich die abbauen muss oder nicht. Für mich sieht das fast so aus, als ob ich die abbauen muss. Ich weiß aber gar nicht, was die beinhaltet, ob das Öl ist oder auch nochmal Kühlmittel. Aber ich kann mir Kühlmittel eigentlich nicht vorstellen, wenn, dann müsste es Öl sein. Es geht hier auch, wie gesagt, wieder in Richtung dieser Kurbelgehäuse-Entlüftung. Also ich vermute mal, dass das irgend so eine Ölleitung ist. Ja, das Blöde ist, ich habe jetzt halt erst einen Ölwechsel gemacht. Das heißt, wenn ich die abklemme, dann wird wahrscheinlich, gehe ich mal davon aus, auch wieder ein bisschen Öl auslaufen. Ja, muss ich jetzt mal gucken. Also ich versuche mich jetzt erstmal hier an dieser Leitung und dann schaue ich mal, vielleicht kriege ich den Deckel dann schon ab. Ich hoffe nicht, dass ich hier die ganze Ansaugbrücke runternehmen muss, aber ich bin mir noch unsicher, weil ja die Brücke hier oben so über den Deckel geht. Ich hoffe, man kann den dann irgendwie nach vorne so ein bisschen weg, wenn man vielleicht die ein oder andere Spannrolle löst. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht schaffe ich es heute auch doch nicht mit dem Behälter. Mal gucken. Es war jetzt schon ganz schönes Gefummel, das hier rauszubekommen. Eine weitere Geschichte, hier war ja auch nochmal so ein Wasserschlauch, der zum Ausgleichsbehälter geht. Den habe ich mir markiert. Dann hier diese Unterdruckschläuche, die habe ich mir jetzt auch markiert mit 1 und 2. Die hinten auch wieder an dieses riesige, was auch immer das Ding hier ist, für die Ansaugung hingehen. Und genau, also von den Werkzeugen, die ihr braucht, also eine 6er Nuss für manche Schellen, eine 8er Nuss für manche Schellen, eine 10er Nuss für manche Schellen, dann vielleicht noch einen Schraubenzieher, um die Schläuche so wegzudrücken, damit man da nicht so viel dran ziehen muss. Dann noch so ein kleines Auspinnwerkzeug, oder sage ich mal, das Auspinnwerkzeug ist eigentlich der falsche Begriff, aber wir haben hier solche Stecker und wenn man hier hinten drauf drückt, einfach aufgrund der Lebensdauer oder des Alters der Stecker, dann hebt sich dieser Kopf hier vorne nicht mehr weit genug. Das heißt, der hüpft nicht über die Nase. Da bin ich dann mit so einem feinen Werkzeug von hier hinten hin und habe sozusagen mit dem Werkzeug das so ein bisschen nach oben gehebelt, dass diese Nase, ich hoffe, man kann das sehen, sich so nach oben biegt. Denn die muss nach oben sich biegen, damit der Stecker rausgeht. Also sowas ist auch nicht verkehrt. Das ist einfach so ein 90-Grad-Haken, den man da dann einführen kann. So, jetzt zeige ich euch mal noch dieses Monstrum, was ich hier ausgebaut habe. So, hier liegt das jetzt. Wie gesagt, das hier habe ich gar nicht abgenommen. Die gehen da auch irgendwie nur schwer drauf und wieder ab. Ich werde jetzt das Teil hier auch dann wieder montieren. Vorher werde ich es aber innen drin auch einmal reinigen. Jetzt sieht man es nicht, aber da waren so ein paar Ablagerungen. Bedeutet, da werde ich einmal durchspülen und das sauber machen. Vorher nehme ich natürlich hier den Luftmengenmesser ab, sodass ich hier gefahrlos das reinigen kann. Vielleicht mache ich sogar so, dass ich das hier unten abtrenne und dann sozusagen nur den Plastikbereich reinige. Das ist, denke ich, am geschicktesten. Das hier ist übrigens diese Nase, von der ich gesprochen habe. Also das Ding sitzt ja ungefähr, oder was heißt ungefähr, sitzt eigentlich genau so drin. Und wie ihr sehen könnt, ist ja dann hier diese Nase im Weg. Und oberhalb von der Nase verläuft, da wo jetzt meine Hand ist, dieser Wasserschlauch. Deswegen habe ich das jetzt nicht anders rausbekommen. Ansonsten ist es eben hier an solchen Positionen verschraubt. Auch unter dem Wasserschlauch ist es dann eben verschraubt. Ja, das muss man lösen. Hier den hier hatte ich kurzzeitig abgesteckt, damit ich den nicht irgendwo kaputt mache.
Wie gesagt, das reinige ich, aber das mache ich dann off-camera. Dann baue ich es wieder zusammen. Ach so, und auf der Rückseite ist eben hier dieses Teil dran, das werde ich auch reinigen. Und da habe ich mir jetzt auch markiert, was war sozusagen Leitung 1, was war Leitung 2. Und werde ich reinigen und danach die Schläuche wieder anschließen. Da war ich auch ein bisschen irritiert, zeige ich euch mal kurz. So, das sind hier diese Schläuche, wo dann auch dieser Bypass wieder angeht. Und hier ist extra so ein Schlauchhalter mit dabei. Und irgendeiner, der das vorher schon mal gemacht hat, hat die zum einen total verdreht und zum anderen gar nicht diesen Schlauchhalter benutzt, also, sondern da Kabelbinder angebracht, wo ich mir halt auch denke, wenn es schon so Standardpunkte gibt, dann nehmt doch die Standardpunkte. Aber gut, so ist es halt. Wie gesagt, ich gucke jetzt mal, wie ich hier vorankomme und dafür ab in den Zeitraffer. So, ihr habt jetzt im Zeitraffer noch mal ein bisschen was gesehen. Also ich habe jetzt vor allem diese Ölleitung, da ist jetzt so ein kleines Papiertuch, habe ich reingesteckt in die eine Öffnung und da unten in die andere Öffnung. Von hier kann man das ganz gut sehen. Da war jetzt, wie gesagt, diese Metallölleitung, die wahrscheinlich auch was mit der Kurbelgehäuseentlüftung zu tun hat, weil sie hier reingeht. Es kam kein Öl raus, das bedeutet, die könnt ihr problemlos abnehmen. Die war einmal hier verschraubt. Und sie war einmal hier an diesem Halter verschraubt, wo jetzt dieses Loch ist. Da braucht ihr eine 13er Nuss, wenn ich es richtig weiß. Das hier war eine 10er Nuss. Hier oben braucht ihr für die Abdeckung vom Zahnriemen, das sind zweimal hier diese Sternschrauben, ne, also diese E-Schrauben. Hier waren es, da muss ich nochmal gucken. Hier waren es 8er, also da sozusagen. Ne, war kein 8er, Quatsch, was ich erzähle. War ein 5er Hex. Ne, da braucht ihr ein 5er Hex. Da war dann diese Kabelschiene dran befestigt. Die liegt jetzt hier drüber. Keine Sorge, das mache ich alles sauber, bevor ich es wieder einbaue. Da war die Kabelschiene. Die hatte hier unten so ein Teil zum Einschieben. Hier gleitet das dann da so rein. Das müsst ihr, von vorne wird das zu wenig Hände. So rum ist die am Motor verbaut und hier vorne geht das Kabel durch und dann geht hier diese Schiene, die wird da unten so eingefädelt und sichert dann das Kabel hier. Die müsst ihr rausziehen und wenn ihr die rausgezogen habt und das Kabel hier oben ausgefädelt, dann ist auf der Rückseite hier so eine kleine Nase. Das bedeutet, wenn ihr dann die Schrauben hier oben gelöst habt, die ich euch gerade gezeigt habe, dann drückt ihr das untere Teil so nach hinten, bis die Nase aus dieser Verriegelung rutscht und so ein bisschen nach unten ziehen und dann könnt ihr das da rausholen. Das habt ihr ja im Zeitraffer gesehen. Hier ist, wie gesagt, dieses Teil von der Kurbelgehäuseentlüftung. Das ist alles, ich weiß gar nicht, was die da alles verbaut haben. Ja, keine Ahnung. Das ist der totale Wahnsinn. Werde ich auch natürlich einmal reinigen. Auch hier diese Schellen,
Die werde ich neu machen. Habe ich mir hier schon mein Sortiment hingelegt. Genauso auch dieses Verbindungsstück hier, das war ja alles ölig. Da mache ich auch die Schellen neu und vor allem die Schelle, weil das Teil ist ja so verbaut im Motor. Ne? Und jetzt schaut mal, wo die Schelle hin zeigt. Genau, in Richtung Motor. Also auch da, wer auch immer die Schelle befestigt hat, ja, das Wort sage ich jetzt lieber nicht, aber sehr grauenhaft. Wie gesagt, wenn ich die jetzt neu mache, dann lasse ich die Schellen nach oben zeigen, dass man da auch vernünftig hinkommt. Ich verstehe es immer nicht, aber gut. So, das war das zu dem Thema. Dann, wie gesagt, kommt ihr hier an den Deckel ran und jetzt seht ihr ja noch, dass die ein oder andere Umlenkrolle im Weg ist. Bedeutet, ich muss jetzt den Keilrippenriemen entspannen. Muss ich erstmal die Rolle identifizieren, mit der man den dann entspannen kann. Vom Gefühl her würde ich auf die hier tippen, bin mir aber unsicher. Da unten ist der Klimakompressor, das kann es nicht sein. Das große Umlenkrad kann es auch nicht sein. Das Umlenkrad in der Mitte kann es auch nicht sein. Und das hier an der Lichtmaschine kann es eigentlich auch nicht sein. Also bleibt ja nur noch das hier übrig. Gehe ich mal davon aus, dass das hier das ist, um die Spannrolle oder beziehungsweise den Keilriemen zu entspannen. Und dann sehe ich gerade, habe ich hier noch eine Schraube vergessen. Da sitzt noch eine. Wahrscheinlich wird es auf der anderen Seite sich ähnlich verhalten. Ne, da sehe ich sie nicht. Da oben ist die zweite Schraube gewesen. Da von der Verkleidung. Aber da unten an der einen Ecke habe ich auf jeden Fall eine übersehen. Da muss ich jetzt nochmal schauen. Da sitzt auch noch eine, sehe ich gerade. Hervorragend. Ich denke, jetzt kann man es wahrscheinlich erkennen, wo ich hinleuchte. Dass da noch eine sitzt. Die muss ich auch noch lösen. Und ich gehe auch davon aus, dass ich die Umlenkrolle und die hier, dass ich die auch lösen muss. Die beiden. Aber ich hätte gesagt, das Video geht jetzt schon lange genug. Auch das mit dem Ausgleichsbehälter machen wir dann im nächsten Teil. Ich hatte es nicht auf dem Schirm, dass das so eine Arbeit wird. Ich dachte eigentlich, man kommt da relativ komfortabel hin, aber ja, wie es halt so ist. Zudem sehen wir natürlich auch, dass da alles ölig ist. Es sieht jetzt hier oben so ein bisschen nach Ventildeckeldichtung aus. Man kann es leider echt mit der Kamera mal ganz schwer einfangen, aber hier ist so ein bisschen ölig am Ventildeckel. Aber jetzt mache ich nicht noch eine Baustelle auf. Jetzt schaue ich mal, wie gesagt, dass ich die zwei Schrauben, die ich jetzt noch identifiziert habe, dass ich die noch gelöst bekomme off-camera. Und dann geht es im nächsten Teil für euch weiter, wo ich dann hier den Keilrippenriemen entspanne und die Umlenkrollen, die beiden auf jeden Fall mal ausbaue und mal gucken, ob ich dann an die Verkleidung rankomme. Ich hoffe wirklich, dass ich nicht auch noch die Ansaugbrücke abbauen muss. Da habe ich wirklich gar keine Lust drauf. Aber das seht ihr dann im nächsten Teil. Ich hoffe, es war was Hilfreiches für euch dabei. Soweit. Also auf jeden Fall mal, denke ich, die Info, dass auf dieser einen Leitung, wo hier wahrscheinlich Kurbelgehäuseentlüftung ist, dass da kein Öl rauskommt, ist wahrscheinlich hilfreich. Dann vielleicht für den einen oder anderen mit dem Ablassen vom Kühlmittel. Also was ich auch gesehen habe, Kühlmittel war auch viel zu wenig drin, nicht nur das Wasser war. Also super, dass ich das jetzt gemacht habe und das auffüllen kann mit dem richtigen Kühlerfrostschutz. Dann ja, wie er hier eben das Zeug ausbaut, hier mit dem Wasserschlauch, dass man da eben nicht so einfach vorbeikommt, dass man den tatsächlich lösen muss. Also ich hoffe, es war das ein oder andere nützliche und hilfreiche für euch dabei. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim zweiten Teil mit ein. Ich weiß nicht, ob wir es beim zweiten Teil dann schon wieder alles schaffen. Es scheint noch eine Menge Arbeit zu sein. Vielleicht wären es 3 Teile. Mal gucken. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn ihr mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.